Hallo und willkommen zurück. In den letzten Videos haben wir gelernt, wie man fertige Images wie Nginx oder PostgreSQL betreibt. Wir haben Daten mit Volumes und Bindmounts persistent gemacht und verstanden, wie Docker Compose unser Leben vereinfacht. Docker kann aber auch noch mehr, indem es unsere eigenen Anwendungen in Container verpackt. Heute machen wir genau das. Wir schreiben unser erstes Docker-File und bauen ein eigenes Image auf. Bevor wir unseren ersten Befehl schreiben, brauchen wir zwei Dinge. Das erste ist irgendeine simple Anwendung. Diesmal nutze ich wieder meinen lokalen Computer und ich erstelle mir hier einen neuen Ordner. Den nenne ich Node.js-App. Das soll eine Beispiel-App sein mit einem Node.js-Server. Ich öffne diesen Ordner in VS Code und jetzt sehe ich hier meinen leeren Ordner. Hier an dieser Stelle erstelle ich den Ordner App. Dort soll meine Node.js-App zu finden sein. Für meine Node.js-App brauche ich einen Server.js und ich brauche außerdem auch noch eine Package.json. Unsere Beispiel-App wird ein kleiner Node.js-Webserver sein. Ihr braucht kein Node.js-Entwickler zu sein. Das Prinzip ist auf jede Programmiersprache übertragbar. Das heißt, ich gehe jetzt mal in meine Package.json und erstelle mir eine simple Package.json. Ich brauche einen Namen, die nenne ich meine Node.js-App. Main ist die Server.js. Wichtig sind die Skripts. Ich lege an dieser Stelle ein Node.js-Skript fest. Und zwar möchte ich, dass mit Start die Anwendung gestartet wird. Und zwar soll ausgeführt werden node-server.js. Wenn ich jetzt hier ein Terminal öffne, befinde ich mich auf meinem Desktop. Und die Sache ist, auf meinem Computer habe ich Node installiert. Also wenn ich Node eingebe, dann sehe ich, ich habe Node in der Version 22 installiert. Wie verlasse ich das Ganze mit Steuerung C? Das heißt, ich kann Node auf meinem Computer lokal benutzen. Wenn ich jetzt hier mich in die App bewege, kann ich zum Beispiel ausführen npm install und dann brauche ich Express. Und jetzt sehe ich hier, in meiner Package.json ist Express hinzugefügt worden. Ich sehe auch, die Abhängigkeit Express wurde mit Node installiert und sie befindet sich jetzt hier in diesem Node Modules Ordner. Das heißt, nachdem ich npm install Express ausgeführt habe, wurden all diese Programme für mich mit installiert. Weil Express braucht nicht nur Express zum Laufen, sondern es wird auch noch viel anderes Zeug benötigt. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Package.json, ich habe jetzt hier eine automatisch generierte Package-log.json. Hier werden die genauen Versionsnummern gespeichert. Ich brauche natürlich auch noch mein Server.js. Hier füge ich eine ganz einfache Express-App ein, wo drin stehen soll, hallo aus meinem eigenen Docker-Image. Und ich kann diese App auch lokal ausführen, wenn ich eingebe npm run start, dann wird der Server.js gestartet und jetzt sehe ich, der Server läuft auf dem Port 3000 und wenn ich jetzt hier zu localhost 3000 gehe, dann sehe ich hier meine Express-App, die funktioniert. Ich breche das Ganze wieder ab. Wenn ich jetzt die Seite neu lade, erreiche ich sie nicht mehr. Wir haben jetzt hier unsere App und was wir auch noch brauchen, ist unsere Docker-File. Ich erstelle hier eine Docker-File und schließe die anderen Dateien. Wenn wir ein Image bauen, senden wir einen sogenannten Build-Kontext an den Docker-Daemon. Das ist normalerweise der gesamte Ordner, in dem unsere Docker-File liegt. Wenn wir da drin einen Node-Modules-Ordner haben mit tausenden Dateien oder ein Git-Verzeichnis oder sensible .env-Dateien, dann wird das alles unnötigerweise mitgeschickt. Das verlangsamt den Build und kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Was wir dagegen machen können, ist eine Docker-Ignore-Datei zu erstellen. Ich erstelle jetzt hier .docker-ignore und eine Docker-Ignore-Datei funktioniert genauso wie eine Git-Ignore. Wir können hier alles aufzählen, was ignoriert werden soll und gar nicht erst an Docker gesendet wird. Das heißt, was wir hier machen, ist einzugeben node_modules, die sollen ignoriert werden und genauso die .git-Datei und
.env. Diese Liste kann man natürlich hier auch noch weiter fortführen. Jetzt ist es an der Zeit, die Dockerfile zu erstellen. Eine Dockerfile startet fast immer mit einem Basis-Image. Die Wahl ist entscheidend für die Größe und auch ein bisschen die Sicherheit unseres finalen Images. Ich gehe jetzt hier zu Docker Hub und suche nach Node. Und ich sehe hier das Image Node und die verschiedenen Tags. Ich möchte jetzt in meinem Fall den Tag 22 benutzen, weil ich gesehen habe, dass der auf meinem Computer installiert ist und der funktioniert. Und einmal habe ich jetzt hier zum Beispiel die Version 22.18 und hier müsste es irgendwo 22.18 als Tag geben, den sehe ich hier. Der hat 387 Megabyte. Das enthält das komplette Betriebssystem, Build-Tools und so weiter. Das ist ein gutes Image fürs Debugging, aber es ist riesig. Was es dann auch noch gibt, sind die Slim-Varianten. Und hier sehe ich, das Image ist nur noch 75 Megabyte groß. Das ist eine abgespeckte Version und viele unnötige Tools sind entfernt. Meist bieten diese Images einen guten Kompromiss. Und dann gibt es noch Alpine. Hier sehe ich 22-18 Alpine. Es ist noch kleiner und es basiert auf Alpine Linux, einem minimalen System. Das ist oftmals der Standard für die Produktion. Alpine Linux verhält sich in manchen Sachen anders, deshalb ist es nicht immer sinnvoll, Alpine zu benutzen. Also es hängt immer davon ab, wir entscheiden uns jetzt mal hier für Alpine und bauen unser Dockerfile jetzt Schritt für Schritt auf. Jedes Dockerfile beginnt mit from. Hiermit legen wir unser Basis-Image fest. Also ich kann jetzt hier eingeben from node 22.18 minus Alpine. In Schritt 2 legen wir das Arbeitsverzeichnis fest mit Walkdir. Das heißt, ich gebe hier ein Walkdir und sage jetzt hier Walkdir ist /app und das ist das Arbeitsverzeichnis innerhalb des Containers. Alle folgenden Befehle werden dann von hier aus ausgeführt. Das ist sauberer, als ständig CD nutzen zu müssen. In Schritt 3 kopieren wir Dateien in den Container. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel eingeben Copy und dann hier die App. Und jetzt gebe ich hier den Punkt ein. Ich kopiere den Inhalt des Verzeichnisses App in das aktuelle Verzeichnis im Container, also in das Arbeitsverzeichnis /app. Der Schritt 4 ist etwas auszuführen. Das heißt, ich führe aus npm install und damit sorge ich dafür, dass die benötigten Abhängigkeiten installiert werden. Dann können wir auch noch Umgebungsvariablen festlegen. Also das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel mit env festlegen, env node_env ist gleich production, was aber jetzt in meinem Fall unnötig ist. Und dann gibt es noch Schritt 6, expose. Das ist auch ein optionaler Schritt und dient nur zur Dokumentation. Wir signalisieren damit, dass unsere Anwendung im Container auf Port 3000 zuhört. Das öffnet den Port nicht, aber es hilft uns und anderen Tools zu verstehen, wie der Container funktioniert. Jetzt sind wir fast fertig. Unser Image ist gebaut, der Code ist drin, die Abhängigkeiten sind installiert, aber eine Sache fehlt noch. Wir müssen Docker sagen, welchen Befehl es ausführen soll, wenn der Container startet. An dieser Stelle gibt es zwei Hauptbefehle, entweder cmd oder entry point. An dieser Stelle stellen sich zwei Fragen. Welcher Befehl startet unsere Node.js-Server und sollten wir eher cmd oder entry point benutzen? Der Befehl zum Starten ist npm start und die beste Wahl hierfür ist cmd. Also ich gebe hier ein cmd, npm und der Parameter ist start. Warum cmd? cmd legt den Standardbefehl fest, der aber leicht überschrieben werden kann. Wenn wir dann zum Beispiel den Container starten, aber nur eine Shell öffnen wollen, dann können wir ausführen docker run, wie auch immer unsere App heißt, und sh würde dann den Befehl npm start überschreiben. Entry point hingegen definiert den Hauptprozess des Containers, der nicht so leicht überschrieben wird.
Man nutzt ihn, wenn der Container wie eine ausführbare Datei agieren soll. Für unseren Webserver ist CMD die flexiblere und gebräuchlichere Wahl. Das hier ist jetzt unser fertiges Docker-File. Jetzt können wir das einmal testen, ob es funktioniert, indem wir uns ein Terminal öffnen. Ich muss hier einmal einen Schritt zurückgehen mit CD, um im Verzeichnis zu sein, an dem sich die Docker-File befindet. Jetzt kann ich ausführen Docker Build mit -t geben wir unserem Image einen Tag, also einen Namen und eine Version. Ich kann das Ganze jetzt nennen, meine App in der Version 1.0 und dann gebe ich hier am Ende noch einen Punkt ein. Der ist wichtig, weil er den Build-Kontext definiert. Also ich sage hier, das aktuelle Verzeichnis soll genutzt werden. Und jetzt drücke ich Enter und ich kriege einen Fehler, weil Docker nicht richtig gestartet ist. Ich gehe nochmal zu meinem Desktop, öffne Docker Desktop. Jetzt wird die Docker Engine gestartet. Jetzt ist sie gestartet. Hier sehe ich einen alten Container, den lösche ich. Und jetzt gehe ich nochmal zu VS Code und versuche das Ganze nochmal auszuführen. Jetzt sehe ich hier, die App wird gebaut. Also das Image wird erstellt. Und ich sehe hier die Schritte und das Image ist fertig. Und wenn ich jetzt hier zu den Images gehe, dann sehe ich, meine App in der Version 1 liegt jetzt als Image vor. Hier Nginx kann ich auch löschen. Wenn wir jetzt irgendwas in der Server.js ändern, also zum Beispiel hier ein zweites Ausrufezeichen hinzufügen und das Ganze speichern und dann nochmal den Befehl ausführen, docker build -t, dann sehen wir, es wird wieder gebaut und das ganze npm install dauert 1,2 Sekunden und danach wird die App erstellt. Wir können unsere Docker-File optimieren, indem wir die Cache-Layer besser benutzen. Die Docker-File benutzt Cache-Layer. Wir sehen hier zum Beispiel, dass in Schritt 2 das Ganze wurde gecached vorher. Das heißt, es muss nicht noch einmal ausgeführt werden, solange sich daran nichts ändert. Also wenn wir von oben nach unten runtergehen, sehen wir hier, an dieser Zeile ändert sich normalerweise nichts, an dem Work Directory auch nicht, aber hier kopieren wir alle Dateien rüber. Was wir stattdessen machen können, ist das Ganze ein bisschen aufzuteilen, indem wir an diesem Schritt erst einmal nur die Package und die Package-Log.json rüber kopieren in den Container. Danach führen wir run npm install aus und danach kopieren wir den Rest auch noch hinterher. Also jetzt habe ich hier einen extra Schritt aufgebaut und jetzt baue ich die App noch einmal. Jetzt wird die erstellt. Und jetzt, wenn ich in den Server.js noch ein Ausrufezeichen hinzufüge und die App neu erstelle, dann sehe ich, dass run npm install bereits gecached ist. Das heißt, ich spare hier Zeit während des Builds. Das macht vor allem bei größeren Builds natürlich einen deutlich größeren Unterschied als bei mir. Und solange ich nichts an der Package.json ändere, wird dieser npm install Befehl gecached und muss nicht noch einmal ausgeführt werden. Das heißt, hier haben wir jetzt unsere optimierte Docker-File und haben ein Image erstellt. Das können wir uns jetzt auch hier angucken und sehen, wir haben ein Image. Falls ihr kein Docker Desktop benutzt, sondern das Ganze auf eurem Server seht, könnt ihr natürlich hier auch genauso gut eingeben Docker bzw. sudo Docker Image ls und dann seht ihr auch, dass ihr jetzt ein Image haben solltet. Das Ganze können wir natürlich auch in der Docker Compose YAML benutzen. Das heißt also, wenn ich hier eine Compose.yaml erstelle, dann kann ich jetzt hier wieder die Services definieren. Bei Services gebe ich ein meine Web-App und dann nutze ich hier Build und zwar den aktuellen Ordner möchte ich benutzen. Dann kann ich hier ein Image festlegen, also für den Namen meine Node-App in der Version 1.0. Containername soll sein meine App und die Ports, die genutzt werden sollen, 3000 soll an 3000 gebunden werden. Jetzt speichere ich das Ganze ab und versuche das Ganze auszuführen, indem ich eingebe Docker Compose up
-d und jetzt wird das Image erstellt, beziehungsweise es lag schon alles im Cache vor. Ich sehe jetzt hier, meine Node-App läuft mit dem Tag 1.0 und ich sehe bei den Containern, ich habe hier meinen Container. Den kann ich auch besuchen, indem ich hier wieder zu localhost 3000 gehe und ich sehe hier, der Container mit meinem eigenen Image funktioniert. Da das hier kein Node.js-Tutorial ist, können wir das gleiche auch mit einer Python-App erstellen. Das heißt, ich schließe jetzt hier VS Code und erstelle einen neuen Ordner auf meinem Desktop. Den nenne ich Python-App und diesen Ordner öffne ich in VS Code. Das ist wieder ein leerer Ordner. Da das hier eine Python-App ist, erstellen wir zunächst einmal eine requirements.txt. Requirements.txt. Das ist das Äquivalent zur package.json. Das heißt, hier lege ich fest, was meine Abhängigkeiten sind und ich möchte Flask benutzen. Jetzt muss ich eingeben, Flask ist gleich, jetzt muss ich mal gucken, in welcher Version momentan Flask vorliegt. Flask gibt es in der Version 3.1.2. Also gebe ich hier ein 3.1.2 und speichere die Datei ab und jetzt brauche ich hier eine app.py und hier kann ich Flask importieren. From Flask, import Flask und so weiter. Jetzt habe ich hier meine App erstellt und an dieser Stelle muss ich wieder ein Docker-File erstellen. Und was ihr natürlich hier versuchen könntet, ist das Video einmal zu stoppen und selbst eine Docker-File zu erstellen und dann zu gucken, ob sie meiner gleicht oder nicht. Also womit wir anfangen, ist wieder from und dann benutzen wir irgendein Image mit Python. Also ich gehe hier zu Docker Hub und suche nach Python und ich sehe, Python liegt momentan in der Version 3.14 vor. Also gebe ich mal ein from Python mit dem Tag 3.14 und dann können wir nutzen, hier sehen wir eine Auswahlmöglichkeit. Also 3.14 ist nur der Release-Kandidat. Dann nehme ich mal 3.13 und ich kann hier wieder Alpine benutzen. Ich lege das Arbeitsverzeichnis fest auf /app. Dann kopiere ich hier nur die requirements.txt in den Container rüber. Dann führe ich aus pep install -r und dann requirements.txt. Ich muss mal Copilot stoppen, der nervt. Nachdem die Abhängigkeiten installiert wurden, kopiere ich mir den kompletten Rest rüber. Dann dokumentiere ich für mich, welcher Port geöffnet werden soll, also 5000. Und hier führe ich aus cmd mit den Befehlen Python und dann, was ausgeführt werden soll, ist app.py. Jetzt speichere ich die Datei ab und an dieser Stelle erstelle ich wieder eine Docker Compose Datei, also compose.yaml und hier solltet ihr definitiv auch selbst diese Datei erstellen können. Ich definiere die Services. Ich habe hier eine Web-App. Ich nutze hier Build mit einem Punkt und das Image nenne ich mein Python Image in der Version 1.0. Dann brauche ich einen Containernamen, mein Python Container. Und ich brauche als letztes auch noch die Ports. Und hier nutze ich den Port 5000 und binde ihn an 5000. Die Datei speichere ich und versuche das Ganze jetzt auszuführen, indem ich hier ein Terminal öffne und jetzt ausführe docker compose up-d. Jetzt wird das Image erstellt und ich bekomme hier Fehler. Und zwar während ausgeführt wurde run pep install requirements ist hier ein invalid requirement drin. Und zwar muss ich natürlich in den Requirements ein doppeltes Gleichheitszeichen setzen. Jetzt speichere ich die Datei ab und führe das Ganze nochmal aus.
Jetzt wurde mein Image erstellt und ich sehe unter localhost 5000 Hallo aus einem Python Flask Image. Ich habe jetzt meine Python-Anwendung containerisiert. Jetzt sehe ich hier, dass ich auch meine Python-App habe und als Image sehe ich jetzt hier meine Node-App und mein Python-Image. Ein Image, das nur auf unserem Rechner liegt, ist jedoch oft nutzlos. Wir müssen es verteilen. Dafür gibt es Registries, wie zum Beispiel Docker Hub oder GitHub Container Registry. Und heute nutzen wir mal Docker Hub. Das, was ich erst einmal machen muss, ist, um das zu benutzen, einen Account zu erstellen bei Docker Hub. Also wenn ich jetzt hier hingehe, sehe ich, ich bin als Deployen in Docker Hub angemeldet. Ich muss in meinem Terminal ausführen Docker Login, um wirklich angemeldet zu sein. Also hier muss ich login.docker/activate besuchen. Das mache ich jetzt mal und ich muss hier diesen Code eingeben. Okay, das bestätige ich. Und jetzt bin ich in Docker angemeldet. Was ich jetzt versuchen kann, ist mit Docker Push mein Image zu pushen. Das Problem ist, ich als Benutzer deployen darf nur Images pushen, die meinen Benutzernamen in ihrem Namen haben. Also wenn ich zum Beispiel nach Paperless suche, dann sehe ich hier zum Beispiel, dass das Image von Paperless Nginx ist und das Image heißt auch Paperless Nginx. Jedenfalls braucht mein Image den Namen deployen im Namen. Deshalb muss ich jetzt hier mit Docker Tag mein Image umbenennen. Ich gebe ein Docker Tag und ich sehe hier, das Usage ist Docker Tag Source Image und dann Target Image. Das heißt also, ich gebe ein Docker Tag und dann, ich gucke mal jetzt nochmal, wie ist jetzt mein Image. Ich gebe nochmal ein Docker Image ls und ich sehe hier meine Node App. Das heißt, ich gebe ein Docker Tag meine Node App Version 1.0 und die möchte ich umbenennen in deployen/Node App in der Version 1.0. Jetzt habe ich sie umbenannt. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zu Images ls und ich sehe hier, ich habe deployen/Node App und ich habe meine Node App und beides hat die gleiche Image ID. Und jetzt kann ich im zweiten Schritt das Ganze auch pushen. Das heißt, ich gebe ein Docker Push und dann deployen/Node App in der Version 1.0 und jetzt wird das Ganze gepusht. Jetzt suche ich hier nach deployen Node App. Ich sehe hier das Image deploy Node App updated less than a minute ago. Ich sehe, es hat eine Größe von 56 Megabyte und es liegt in Version 1.0 vor. Das kann ich mir auch hier angucken. Unser Image ist jetzt global verfügbar. An diese Stelle gehört ein wichtiger Sicherheitshinweis. Unser Image, das wir gerade hochgeladen haben, enthält unseren kompletten Quellcode. Für Open-Source-Projekte ist das wahrscheinlich okay. Für private Unternehmensprojekte ist das ein potenzielles Leck. Aus diesem Grund gibt es auch private Registries. Falls euch das Thema interessiert, können wir uns das auch in einem anderen Video angucken. In Docker Hub ist es jedenfalls nicht kostenlos möglich, unendlich viele Images auf privat zu stellen. Wenn ich hier auf Manage Repository gehe, kann ich unter Settings bei einem Image das Ganze zu einem privaten Repository verwandeln. Wenn ich mehr möchte, muss ich, glaube ich, $11 im Monat bezahlen. Jetzt ist mein Image jedenfalls hier verfügbar und jetzt kann ich wieder zu meinem Server gehen. Jetzt wechsle ich in meinen Server und erstelle jetzt einen neuen Ordner, den nenne ich Node App und da drin erstelle ich eine Compose.yaml und ich kopiere mir die Compose.yaml rüber, die ich gerade erstellt habe. Und hier an dieser Stelle kann ich diesen Build-Step auslassen und kann jetzt hier eingeben, das Image, was ich nutzen möchte, ist deployen/Node-App. Und wenn ich das jetzt versuche auszuführen, dürfte es einen Fehler geben. Ich gehe in die Node-App, weil ich den Tag Latest nicht festgelegt habe.
Also wenn ich jetzt eingebe sudo docker compose up-d, dann sehe ich, dass hier kein Tag festgelegt wurde und ohne Tag gibt es bei mir kein Image. Das heißt, hier muss man festlegen 1.0. Jetzt kann ich das Ganze nochmal starten und jetzt wird dieses Image hier heruntergeladen und auf meinem Server gestartet. Das heißt, wenn ich jetzt zur IP-Adresse meines Servers gehe und den Port 3000 aufrufe, dann sehe ich hier Hallo aus meinem eigenen Docker-Image. Das heißt, hier haben wir keinen Build-Kontext gebraucht, wir haben nicht den Quellcode gebraucht, sondern haben unsere lokale App auf unseren Server sehr einfach verschoben. Das ist der komplette Zyklus. Wir bauen ein Image, wir testen ein Image, wir verteilen das Image und wir setzen das Image ein. In diesem Video haben wir gelernt, wie wir eigene Docker-Images erstellen. Im nächsten Video bauen wir dann eine Multi-Container-Anwendung. Abonniert den Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. One command and I'm alive. Contain